Hi, ich bin auch US-Amerikanerin und bin als Austauschstudentin, Au-pair und Masterstudentin nach Deutschland gekommen. Jetzt arbeite ich auch als Freiberuflerin. Das heißt, ich hatte schon viele Aufenthaltstitel und war viel zu oft bei der Ausländerbehörde in Potsdam, Berlin, Göttingen, Dortmund und Düsseldorf. Ich kann dir also ein paar Tipps geben. Also, willkommen zum heutigen Video, wo wir den Prozess des Umzugs von den USA nach Deutschland Schritt für Schritt durchgehen. Egal, ob du für einen Job, ein Studium oder einfach das Abenteuer nach Deutschland ziehen möchtest, dieser Leitfaden wird dir helfen, alle Hürden zu meistern, um dein neues Leben hier in Deutschland zu beginnen. Lass uns direkt loslegen. Als allererstes muss man klären, warum man nach Deutschland ziehen will. Vielleicht willst du es einfach so oder aus politischen Gründen. Diese Gründe reichen aber nicht aus, um länger als 90 Tage in Deutschland zu bleiben. Du brauchst einen Grund, den die Ausländerbehörde ernst nehmen wird. Je nachdem wirst du ein Jobangebot über 10.000 Euro oder einen Ehepartner aus der EU haben müssen. Wenn du nichts davon hast, wird es schon schwieriger sein. Aber lass mich das erstmal erklären. Lass uns aber erstmal schauen, wie man einen Job bekommen kann. Das wird am einfachsten, wenn man die Voraussetzungen für die blaue Karte erfüllt. Die blaue Karte ist ein wichtiger Aufenthaltstitel für hochqualifizierte Fachkräfte aus Nicht-EU-Ländern, die in Deutschland arbeiten möchten. Um diese Karte zu erhalten, müssen einige Voraussetzungen erfüllt werden. Du musst über einen anerkannten Hochschulabschluss verfügen. Es muss auch ein konkreter Arbeitsvertrag oder ein verbindliches Jobangebot in Deutschland vorliegen. Diese Stelle sollte bestimmten Qualifikationen entsprechen. Beispielsweise muss das Gehalt einem bestimmten Betrag entsprechen, der jedes Jahr angepasst wird. Wenn man die Voraussetzungen erfüllt, dann ist es auf jeden Fall zu empfehlen, da es einige Vorteile gibt, wie einen erleichterten Zugang zum Daueraufenthalt. Man kann aber auch für einen ganz normalen Job kommen. Allerdings gibt es hierbei auch einige Voraussetzungen und das Einstiegsgehalt, was in Deutschland für viele Berufe normal ist, reicht nicht aus, um einen Aufenthaltstitel zu bekommen. Es gibt ein paar Ausnahmen, besonders wenn du einen Mangelberuf ausübst. Auch als Freiberufler kann man nach Deutschland kommen, allerdings muss man schon Auftragsgeber in Deutschland haben. Das heißt, man kann nicht weiterhin für die gleichen Auftragsgeber aus der Heimat arbeiten. Das gilt auch allgemein. Man bekommt keine Aufenthaltserlaubnis, um digital für eine Firma in einem anderen Land zu arbeiten. Es gibt also kein Digital Nomad Visum oder ähnliches. Das Letzte, was man noch machen könnte, ist als Au-pair nach Deutschland zu kommen. Das wäre kein Job im engeren Sinne, aber man hilft im Haushalt und passt auf Kinder auf und bekommt dafür ein Zimmer, Krankenversicherung, Essen, bisschen Taschengeld und kann einen Sprachkurs machen, zum Beispiel morgens. Ich war ein Jahr lang Au-pair in Düsseldorf. Das war nicht mein Lieblingsjob, aber mein Deutsch hat sich in der Zeit krass verbessert und ich konnte mich in der Freizeit auf das Studium vorbereiten. Wenn du in Deutschland bist und keinen Job oder ähnliches hast, will Deutschland wissen, dass du dein Leben bestreiten kannst. Das ist beispielsweise der Fall für Studierende, Azubis, Teilnehmer an Sprachkursen und Studienkollegs. Die meisten machen das mit Hilfe eines Sperrkontos. Ein Sperrkonto ist der Beweis, dass du über die finanziellen Mittel für die Lebenshaltungskosten in Deutschland verfügst. Vor der Einreise überweist man ca. 12.000 Euro. Die genaue Zahl ändert sich oft, also solltet ihr das nachschauen, wenn ihr bereit seid für die Einreise. Dieses Geld wird eingefroren und nach deiner Ankunft in Deutschland bekommst du die ca. 1.000 Euro pro Monat auf dein normales Konto überwiesen.
Daher heißt es gesperrtes Konto, da das Geld quasi eingesperrt und langsam ausgezahlt wird. So wird sichergestellt, dass du jeden Monat das Geld hast, was geschätzt wird, dass ein Studi oder Azubi braucht. Man sollte aufpassen, dass es ein vertrauenswürdiger Anbieter in Deutschland ist und dass es vom Auswärtigen Amt zugelassen ist. Ich werde hier keine auflisten, da es sich ab und zu ändert. Ich werde aber ein paar Sachen unten in der Infobox lassen, sodass ihr die Informationen leicht rausfinden könnt. Jetzt denkt ihr euch bestimmt, ach, das ist ganz schön viel Geld. So ging es mir auch. Es gibt ein paar Möglichkeiten, um drum zu kommen. Zum einen könnte man ein Stipendium bekommen. Dazu müsste ich ein komplettes Video machen. Schreibe mir in die Kommentare, falls das euch interessieren würde. Bei mir war es zum Beispiel so, dass mein Stipendium nicht alles abgedeckt hatte. Also musste ich trotzdem ein Sperrkonto haben, aber es musste nur halb so voll sein, da ich jeden Monat die andere Hälfte direkt vom Stipendium bekam. Außerdem gibt es die Möglichkeit, eine Verpflichtungserklärung einzureichen. Das bedeutet, dass ein Freund oder Familienmitglied dich sozusagen sponsert, also fördert. Diese Person ist ab dann für deine Finanzen verantwortlich. Dafür muss diese Person ein besonderes Dokument ausfüllen und unterschreiben, das du dann bei der Ausländerbehörde einreichst. Hierbei ist es aber wichtig anzumerken, dass die ca. 12.000 € ziemlich akkurat sind. Das heißt, wenn du irgendwie um das Sperrkonto rumkommst, dann wirst du trotzdem ca. 800 € im Monat brauchen, um deine Kosten wie Miete, Lebensmittel und so weiter abdecken zu können. Mit einem Ehepartner aus der EU kann man sich leichter in Deutschland aufhalten. Man kann auch ohne Job oder Sperrkonto nach Deutschland kommen, obwohl Grundkenntnisse der Sprache trotzdem vorausgesetzt werden. Diese Methode würde ich aber auf gar keinen Fall täuschen, weil das eben sehr schwer Konsequenzen für alle Involvierten haben kann. Das kannst du gerne recherchieren mit dem Stichwort Scheinehe. Wenn man aber schon einen Partner aus der EU hat, kann es schon eine Überlegung wert sein, ob man doch lieber früher als später heiraten möchte. Wenn es um Aufenthaltstitel und Visa geht, gebe ich euch noch einen wichtigen Tipp. Beginne so früh wie möglich, da jeder Schritt einige Wochen oder sogar Monate dauern kann. Viele denken, sie sollten eine Wohnung in Deutschland finden, bevor sie hierher ziehen. Aber das wird in den meisten Fällen gar nicht funktionieren. Der Wohnungsmarkt ist gerade so schlecht, dass es eigentlich immer Wettbewerb gibt. Das heißt, sie werden immer jemanden vor Ort mit Aufenthaltserlaubnis bevorzugen. Die Wohnungssuche kann eine echte Herausforderung sein, besonders in großen Städten wie München oder Berlin. Beginne deine Suche, sobald du landest oder ein paar Tage vorher, online auf Plattformen wie WG gesucht oder Immobilien Scout. Überlege auch, ob du vorübergehend in einem Airbnb oder in einem Hostel übernachtest, während du nach einer dauerhaften Unterkunft suchst. In so einer Unterkunft kannst du aber nicht bleiben, wenn du einen Aufenthaltstitel bekommen willst, weil man dafür einen echten Mietvertrag mit Anmeldung braucht. In Deutschland ist eine Krankenversicherung obligatorisch. Du musst dich entscheiden, ob du dich privat oder gesetzlich versichern möchtest. Informiere dich über Vor- und Nachteile der beiden Optionen und wähle diejenige, die am besten zu deiner persönlichen und finanziellen Situation passt. Für einen Aufenthaltstitel reicht eine Reisekrankenversicherung nicht aus. Wichtig! Stelle sicher, dass du schon beim Umzug eine Krankenversicherung abgeschlossen hast, sodass du auf alle Fälle abgesichert bist. In diesem Fall könnte es sein, dass du eine Reisekrankenversicherung brauchst
für die Wochen, bevor dein Job, dein Studium oder dein Au-pair-Aufenthalt offiziell anfängt. Die Integration in die deutsche Kultur und Gesellschaft kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Versuche, die deutsche Sprache zu lernen, um den Alltag zu erleichtern und Kontakte zu knüpfen. Melde dich für Sprachkurse an und nutze Sprachlern-Apps, um deine Sprachkenntnisse zu verbessern. Sei offen für neue Erfahrungen und scheue dich nicht, Fehler zu machen. Das ist ein natürlicher Teil des Lernprozesses. In manchen Städten ist die englische Sprache mehr verbreitet und das kann schon ansprechend sein. Aber ich würde empfehlen, zuerst woanders hinzuziehen, sodass du mehr Druck hast, die Sprache zu lernen. Wenn man zum Beispiel direkt nach Berlin kommt, bleibt man oft in einer Ausländerbubble und lernt die Sprache eben nicht. Das ist auf Dauer einsam und man kommt beruflich nicht weiter, ohne die deutsche Sprache zu lernen. Die Sprache zu lernen lohnt sich, egal wo man im Land lebt. Aber in solchen Städten ist es schwieriger, sie zu erwerben. Wenn ihr nach Deutschland zieht, werdet ihr die Ausländerbehörde sehr gut kennenlernen. Diese Playlist wird dir dabei helfen. Also, bis dann und denkt dran, jeder Umzug ist eine Herausforderung, aber auch eine Chance zu wachsen. Also, viel Erfolg auf eurer Reise und bis zum nächsten Mal. Tschüss!